Guten Morgen, ihr Lieben. Heute habe ich ein bisschen was Spezielles mit euch vor. Ich lege mal gleich zu Anfang zwei Karten raus oder vielleicht auch zwei mal zwei. Und ihr könnt dann wählen, das ist das Orakel der aufgestiegenen Meister. Und immer wenn ich das benutze, da muss ich an Gerhard denken. Gerhard Braher von Cosmic Society. Mit dem verbindet mich jetzt, glaube ich, auch schon, ich denke, ein Jahr dürfte es schon sein. Die Tagesbotschaft, ich kriege eigentlich fast jeden Tag eine von ihm persönlich, weil er die meinigen auf seinem Tor in die Galaxien da teilt. Und der liebe Gerhard hat ein Buch geschrieben, das er mir geschenkt hat. Das heißt Aiolo und Inada, Informationen, der Dialog. Und in diesem Buch nimmt Gerhard praktisch so in, naja, ich nenne es mal Interviewstil, Kontakt auf mit Wesen, also von den Plejaden. Und da wird verschiedenes Wissen übermittelt. Also ich wollte eigentlich dieses Orakel drehen und ich habe mir gedacht, Mensch, welche Stelle nimmst du, was könnte alle interessieren? Aber es ist wirklich zu umfangreich. Ich habe jetzt in dem, wirklich witzig, ich diese Stelle raussuchen wollte, fast das halbe Buch nochmal gelesen. Man bleibt einfach dran hängen, weil es so interessant ist, das Leben und die Welt von anderen Augen zu sehen, vom größeren Zusammenhang. Und ich kann euch das Buch wirklich empfehlen. Ich bin schon bei der Widmung hängen geblieben und habe dann überlegt, ob ich die nehme. Dann habe ich hier gleich noch was gefunden. Das lasse ich dann am Schluss noch mit. Aber ich habe mich jetzt entschieden für die Infos zur Palmblatt-Bibliothek. Das dürfte jedem bekannt sein. Und ich hoffe, dass ich das ohne viele Fehler vorlesen kann. An dieser Stelle, lieber Gerhard, danke. Und ich beginne einfach mal. Also das Thema Palmblattbibliotheken. Inarda. Die Aufzeichnungen, die ihr als Palmblattbibliotheken bezeichnet, sind von geistigen Kräften inspiriert. Das bedeutet, dass ursprünglich tatsächlich die Rishis, wie diese Weisen genannt wurden und werden, mit Wesen in Kontakt standen, die diese Aufzeichnungen angeleitet haben. Wie sie wiedergegeben werden, ist allerdings immer eine Sache der Interpretation. Je mehr der Leser eines solchen Palmblattes selbst hineininterpretiert, desto verfälschter sind die getätigten Aussagen. Doch es gibt auch sehr gute ursprüngliche Leser, die nur das wiedergeben, das tatsächlich auch so auf einem Blatt steht. Doch es gibt noch ein Kriterium, das zu beachten ist. Alle Blätter müssen von Zeit zu Zeit neu geschrieben werden. Von den vorher angesprochenen Weisen wurde zwar auch die Technik übermittelt, wie sie über Jahrhunderte hinweg haltbar gemacht werden können, aber es gibt nichts auf der Erde, das ewig währt. Dieses Neuschreiben der Blätter birgt die Gefahr der Fälschung und Manipulation. Deshalb wird dies vielfach von Menschen durchgeführt, die weder die Sprache noch die Symbolik verstehen. Sie können nur eins machen, sie Punkt für Punkt und Strich für Strich abzeichnen. Das ist die sicherste Methode, um Fälschungen vorzubeugen. Jene Palmblattbibliothek, und darauf zielt die Frage ja ab, mit der ihr im weiteren Sinn zu tun habt, macht dies in der Hauptsache so. Zudem kann auch der Leser selbst als integer bezeichnet werden. Dann sagt Gerhard, ja, darauf zielt die Frage ab. Und eine Frage habe ich noch dazu. Es heißt immer, dass für jeden, der nach Indien kommt und in eine Palmblattbibliothek geht, ein persönliches Blatt vorhanden ist oder auch mehrere Blätter. Woher wussten diese Weisen damals schon, wer irgendwann mal kommen wird oder sich seine Blätter online lesen lässt? Die Menschen, die dies heutzutage für sich tun lassen, waren damals noch gar nicht geboren. Wie geht das? Inarda? Das ist ganz einfach. Wir haben das
beim Thema der Zeitlinien schon kurz angeschnitten. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, näher darauf einzugehen, nämlich darauf, dass alles im Jetzt stattfindet. Es gibt keine Vergangenheit und auch keine Zukunft. Alles findet gleichzeitig im Jetzt statt. Wir haben uns über die Zeitlinien unterhalten und dabei festgestellt, dass alle diese Zeitlinien zum einen gleichzeitig laufen und ihr euch genauso wie wir auf allen Zeitlinien gleichzeitig befindet. Ihr nehmt, und das ist vielleicht der größte Unterschied zu uns, immer nur jene wahr, für die ihr euch entschieden habt. Zumindest ist das bei den meisten Menschen so. Das ist die Ausgangsbasis für die kommenden Erläuterungen. Wenn ich sage, dass ihr auf allen dieser sogenannten Zeitlinien gleichzeitig existiert, so bedeutet das auch, dass ihr gleichzeitig in der Zeit von Jesus existiert haben könnt oder habt, wie auch jetzt zu diesem Augenblick. In der linearen Betrachtungsweise kommt euch das eine wie die Vergangenheit und das andere wie die aktuelle Realität vor. Doch beides läuft gleichzeitig ab, völlig parallel. Damit ist das Prinzip auch schon erklärt. Also, das finde ich sehr interessant, dennoch auch schwierig, das nachzuvollziehen, ne, dass alles gleichzeitig ist. Aber nur weil wir etwas nicht greifen können, heißt es ja nicht, dass es nicht so existiert. Und ich danke Gerhard, dass er das erfragt hat. Das ist ja auch, die Palmblatt-Bibliotheken sind einfach speziell. Und auch, ich kenne jemanden, der hat sich ein Blatt lesen lassen, es war sehr genau und ich bin sehr fasziniert davon. Also, das habe ich natürlich mit dem Einverständnis von Gerhard vorgelesen. Das Buch ist sehr spannend, sehr kurzweilig und ich danke dir nochmal, dass du mir es geschenkt hast. Wir gucken jetzt mal, was die aufgestiegenen Meister hier sagen. Sucht euch eine Seite aus. Ich würde diese hier nehmen. Und wir schauen. Ja, da haben wir jetzt einsteils die männliche Energie. Ne? In meinem Fall der gebende Teil, der schöpfende Teil, mein Gegenüber. Und hier wird gesagt, Sorge für dich selbst mit Mutter Maria. Ne? Hier geht es unter Umständen darum, dass man vielleicht alle anderen immer als wichtiger sieht als man selber, dass man viel investiert, dass man aber auch jemand damit die Verantwortung nehmen kann, wenn man das tut, für sein eigenes Leben gerade zu stehen. Und hier kommt noch der Hinweis von Horus, dass wir die Situation richtig einschätzen. Also wir blicken hinter die Fassade, wir wissen, was Sache ist und vielleicht wissen wir auch, in welchem Punkt wir die Energie in uns speziell geben müssen und alles andere mal ein bisschen ausblenden. Ja, bei mir stimmt's. Andere Seite. Ihr habt die Liebe, die Herzensangelegenheiten und ihr habt das Thema, das sich ein bisschen doppelt. Also bei allem, was euch am Herzen liegt, bleibt beharrlich dran, bleibt fokussiert, gebt nicht auf, öffnet euer Herz auch für Dinge, die ihr durchsetzen möchtet und guckt bei den Dingen, die ihr tut, dass ihr sie eben aus guten Gründen macht, nämlich mit ganzem Herzen, mit reinem Herzen und auch, ja, so dass es euch selber gut tut, dass ihr euch die Liebe, die etwas braucht, dass ihr das für euch tut einfach. Okay, dann nehmen wir noch das letzte Wort von Gerhard. Das ist jetzt zwar ganz am Anfang drin, aber ich würde es gern noch benutzen, um dann zum Ende zu kommen. Also, wenn das Herz Ja oder Nein sagt, hat der Verstand nichts zu melden. Wenn der Verstand nach dem Weg fragt, wird die Seele zum Helden. Darum geh den Weg, der dir bestimmt, ohne rechts oder links zu schauen. Denn wer sich diese Freiheit nimmt, wird immer die Wege selber bauen. Gerhard Braher im Januar 23. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören, das ist ja doch auch sehr speziell. Und ich drücke euch bis morgen.